Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Wenn ihr sehen wollt, wie es aussieht, wenn sich Zucchini und Brokkoli zusammen in eine Lasagne verwandeln, dann bleibt jetzt dran. Ich freue mich jetzt richtig, euch die Zutaten zu präsentieren. Wie ihr seht, hinter mir sieht wieder mal alles sehr überschaubar aus. Es sind aber auch zwei Zutaten dabei, die wir in der ayurvedischen Küche nicht häufig antreffen. Und deswegen freue ich mich, sie auch heute anzukündigen. Aber zunächst erstmal, wir benötigen 2 Zucchini, dann einen Brokkoli. Ein Brokkoli hat ungefähr ein Gewicht von ca. 300 bis 350 Gramm. Dann benötigen wir 500 Gramm, Achtung, Ricotta, ja, richtig gehört, Ricotta. Dann benötigen wir ungefähr 6 Scheiben Hartkäse und dann benötigen wir natürlich auch noch Gewürze und die sind sehr überschaubar. Wir arbeiten nämlich heute mit einem Teelöffel voll Steinsalz und einem Teelöffel voll schwarzen Pfeffer. Jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen, was macht denn der Käse hier in der ayurvedischen Küche? Tatsächlich ist es so, dass wir in der ayurvedischen Küche wenig mit Käse arbeiten. Und zwar liegt das daran, dass Käse im Allgemeinen sehr schwer verdaulich ist. Es kommt aber auch darauf an, wann nehme ich den Käse denn zu mir. Und da eignet sich tatsächlich am besten die Mittagszeit, wo unser Verdauungsfeuer einfach auch am stärksten arbeitet. Und dann ist es auch wieder wichtig, wie immer in der ayurvedischen Küche, welche Gewürze gesellen sich dazu. In diesem Fall habe ich ganz bewusst den schwarzen Pfeffer genommen, der unterstützt dann bei der Verdauung des Käses nochmal mehr. Und beim Brokkoli sei heute gesagt, da habe ich bewusst einen Schritt übersprungen und zwar ist mein Brokkoli heute schon vorgegart. Das heißt, wenn ihr euren Brokkoli gart, dann teilt ihn bitte einfach in kleine Röschen und gebt ihn ungefähr für 5 bis 10 Minuten in Salzwasser. Der darf nämlich richtig schön weich sein. Und bevor wir anfangen, heizen wir unseren Ofen erstmal ein auf 200 Grad Umluft. Dann kann es jetzt losgehen. Im ersten Schritt vermengen wir den Brokkoli und auch den Ricotta gemeinsam mit den Gewürzen zu einer wunderbaren homogenen Masse. So, dann geben wir die Gewürze hier drüber. Wir beginnen jetzt erstmal die Enden hier abzutrennen. Ihr könnt natürlich auch die Zucchini mit einem Sparschäler ganz, ganz dünn hobeln. Ich persönlich nehme aber lieber ein scharfes Messer. Wichtig ist nur, dass die Zucchini wirklich in dünne Scheiben geschnitten wird. Dann schneide ich die Zucchini in der Mitte einmal durch und dann beginne ich wirklich ganz dünne Scheiben von der Zucchini abzuschneiden. Jetzt kommt das fröhliche Stapeln. Ich schnappe mir dazu meine Auflaufform. Ihr könnt die Auflaufform gerne auch vorher einfetten. In dem Fall könnt ihr, weil es nicht stark erhitzt wird, natürlich auch gerne Olivenöl nehmen. Wir beginnen mit unseren Zucchini-Scheiben. Die legen wir jetzt als allererstes in den Boden unserer Auflaufform. Dann folgt unsere köstliche Ricotta-Creme. Die jetzt einfach drüber geben. Und nun dürfen es sich unsere Käsescheiben auf der Ricotta-Creme gemütlich machen. Die Käsescheiben, die ich hier hatte, die waren relativ groß, deswegen habe ich die in der Mitte auch einfach nochmal durchgeschnitten. Und jetzt werden die hier schön verteilt. So, jetzt geht es weiter. Nun kommt die nächste Schicht Zucchini. Und wir fahren fort mit unserer Creme. Jetzt darf auch noch mal der Käse hier Platz nehmen. Und dann folgt noch mal eine Lage Zucchini. Jetzt kommt noch mal der Rest der Creme und dann noch mal etwas Käse. Schaut euch das mal an. Dieses Prachtstück geht jetzt für ungefähr 35 bis 40 Minuten in den Backofen.
Ich freue mich schon. Es sind jetzt schon 15 Minuten um und ich gucke jetzt mal in den Ofen, denn ich kann es gar nicht erwarten. Das sieht lecker aus. So, während der Auflauf in dem Ofen vor sich hin brutzelt, hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr übrigens noch ein paar übrig gebliebene Zucchini-Scheiben habt, dann könnt ihr daraus ein wunderbares Tridosha-Gericht zaubern. Tridosha bedeutet, dass das ein Gericht ist, was wirklich jeder verträgt. Und dazu gebt ihr die Zucchini-Scheiben, am besten mit Ghee, in eine Pfanne und würzt das Ganze mit Kreuzkümmel und mit Kurkuma, einer kleinen Prise schwarzem Pfeffer und natürlich noch mit Steinsalz. Und dann freut sich jeder. Ich hole jetzt mal unser Goldstück, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aus dem Ofen. Köstlich. Oh, jetzt geht's ans Probieren. Ich werde mir jetzt erstmal ein kleines Stück hier rausnehmen. Sieht aber wirklich köstlich aus. Ganz fluffig, merkt man schon. Ich hoffe, das wird jetzt unfallfrei. Ist wunderbar. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingsstelle, dem Probieren. Dieses Essen ist wirklich wunderbar. Es ist leicht, es ist bekömmlich, es ist fruchtig, es ist würzig. Ich hoffe, ihr habt bei der Umsetzung genauso viel Spaß wie ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich esse wieder weiter und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.